Moin und herzlich willkommen zu meinem kurzen Erklärvideo: Wie besiege ich den zweiten Boss im Raid Stallross? Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse zu den Mechaniken aneignen möchten. Hier geht es nun um ein paar Details, die für den zweiten Boss, Pfizer, wichtig sind. Dieses Video beschreibt den normalen Spielablauf für Boss 2. Es gibt noch eine kurze Variante für die sogenannten Casual Speedruns, die häufig in internationalen Teams zum Einsatz kommt. Wenn du in englischsprachigen Gruppen unterwegs bist, dann wird dir diese Strategie beim zweiten Boss definitiv begegnen. Hier erkläre ich aber für den Anfang erst einmal die Standardvariante. Der Bereich bei Boss 2 ist in U-Form aufgebaut. Links ist der Bereich A, in der Mitte B, dort wo wir reingekommen sind, und rechts ist der Bereich C. Nicht verwirren lassen. A und C vorne ist jeweils an der Stirnseite, wo es nicht weitergeht. A und C hinten ist der Bereich an der Treppe. Im Innenraum befindet sich der Schmelztiegel und die Kanone, die wir zerstören müssen. Dort spawnt auch der Boss. Dann gibt es noch den Kontrollraum, den man über 2 Treppen auf A und C erreichen kann. Was genau passiert hier? Im hinteren Bereich steht der Zug, auf dem sich eine Kanone befindet. Wir müssen diese Kanone zerstören und Pfizer töten. Damit wir die Kanone zerstören können, müssen wir geschmolzenes Eisen in den Schmelztiegel umleiten, über die Kanone kippen und abkühlen. Damit wir das geschmolzene Eisen umleiten können, müssen wir bestimmte Symbole auf Bildschirmen suchen und die zugehörigen Boxen zerschießen, damit die Schächte im Inneren verschlossen werden und das Eisen in den Tiegel fließt. Sobald der Schmelztiegel gefüllt ist, müssen wir diesen über die Beförderungsanlage nach vorne zur Kanone fahren. Nachdem wir den Schmelztiegel über der Kanone ausgekippt haben, müssen wir noch den Wasserdruck für die Wasserkanone einstellen. Mit der Wasserkanone lassen wir das geschmolzene Eisen erkalten und zerstören damit die Kanone. Danach können wir Pfizer und die restlichen Adds töten. Du merkst anhand dieser kurzen Beschreibung schon, hier ist echtes Teamwork angesagt. Alle Teammitglieder bekommen deshalb auch feste Positionen mit bestimmten Aufgaben zugewiesen, damit wir diesen Boss gemeinsam schaffen. Folgende Aufstellung hat sich bei uns bewährt. Wir besetzen alle Bildschirme auf den Seiten A, B und C, damit wir die Symbole möglichst schnell finden und das geschmolzene Eisen zügig umleiten können. Das bedeutet, wir haben 2 Spieler auf A und 2 Spieler auf C. Ein Spieler kann allein die Position B abdecken. Dann kümmert sich ein Spieler um den Innenraum und ein weiterer Spieler besetzt den Kontrollraum. Der letzte Spieler bleibt zunächst oben und killt die Adds, später kann er dann unten aushelfen. Bevor wir den Bosskampf starten, müssen wir noch den Wasserdruck überprüfen. Es gibt 3 Wasseruhren auf Seite A und jeweils 2 Wasseruhren auf B und C. Die Uhren können entweder 15 oder 25 anzeigen. Wir benötigen für die Wasserkanone einen Druck zwischen 85 und 95. Wenn wir alle Wasseruhren betätigen, haben wir zu viel Druck. Wenn wir zu wenige Wasseruhren aktivieren, dann reicht der Druck nicht für die Wasserkanone. Das heißt, wir müssen alle Uhren prüfen und dann ausrechnen, welche Wasseruhren später gedrückt werden müssen. Das können dann zum Beispiel 2x25 auf A und 1x25 und 1x15 auf C sein. Sobald wir das geklärt haben, beginnen wir den Bosskampf. Der Spieler für den Innenraum startet die Mechanik, indem er von der Schleuse in den Raum tritt. Unterhalb des Kontrollraums gibt es eine Tafel mit Laufschrift, auf der die Codes für die Bildschirme angezeigt werden. Es gibt insgesamt 6 Codes, die jedoch unvollständig abgebildet werden. Die Codes sind Bildschirmen im Kontrollraum zugeordnet. Es wird immer der erste Buchstabe des Codes geprüft und so aufgelöst, dass nur der Bildschirm angesagt wird. Code und Bildschirm bleiben immer fix, nur das Symbol auf dem Bildschirm ändert sich. Der Innenraumspieler nennt somit nur die Nummer des Bildschirms, den wiederum der Spieler im Kontrollraum prüfen muss. Wird beispielsweise Bildschirm 3 ausgerufen, dann muss das Symbol auf diesem Bildschirm angesagt werden. Dieses Symbol muss dann wiederum auf den 6 kleinen Bildschirmen gesucht werden, die sich auf den Seiten A, B und C befinden. Wenn du einem Bildschirm auf Seite A, B oder C zugeordnet bist, musst du nun das angesagte Symbol suchen. Dazu trittst du dicht an deinen Bildschirm heran, sodass sich die Klappen öffnen und prüfst das Bild. Wenn du das gesuchte Symbol gefunden hast, dann musst du die zugehörige Box zerschießen. Um die entsprechende Box zu finden, kannst du dem gelben Kabel folgen, das mit dem Bildschirm verbunden ist.
Auf Seite A sind die Boxen über Kreuz angeordnet. Die Box für den Bildschirm auf A vorne hängt A hinten und umgekehrt hängt die Box für A hinten auf A vorne. Das bedeutet, du kannst deinem Teamkollegen Bescheid sagen, dass deine Box zerschossen werden muss. Dann brauchst du deine Position nicht verlassen. Auf Seite B hängt die Box für den linken Bildschirm unten neben der Schleuse. Die Box für den rechten Bildschirm hängt oben über der Treppe. Du kannst die Treppe halb hochlaufen und dann von dort auf die Box schießen. Auf Seite C hängt die Box für C hinten, auch im vorderen Bereich. Du kannst jedoch von deiner Position ganz einfach selbst die Box zerschießen. Und die Box für den Bildschirm auf C vorne hängt im Inneren des kleinen Raumes. Wie geht es nun weiter? Nachdem wir den ersten Code gefunden haben, spawnt der Boss. Nun müssen wir noch 4 weitere Codes abarbeiten. Lieutenant Gray failed me. I recommend you do not. They don't stand a chance against me, Colonel. Wir sind mit den Codes fertig, wenn die Füllstandsanzeige für den Tiegel 100% anzeigt. Zwischenzeitlich wird der Kontrollraum oben verriegelt und die Temperatur steigt dort immer weiter an. Deshalb braucht man hier ein gutes Heiler- oder ein Tankbild, um zu überleben. Vom Kontrollraum aus öffnet man die Türen zum Innenraum, kümmert sich später um das Vorfahren und Auskippen des Schmelztiegels und gibt das Wasser für die Wasserkanone frei. Auf Position A vorne legt man zusätzlich die Raketen in die Schleuse. Diese Raketen brauchen wir, um die Kanone im Inneren zu deaktivieren. Sobald eine Sirene ertönt, müssen wir nämlich 2 Raketen auf die Kanone schießen. Wenn wir das nicht schaffen, schießt die Kanone auf den Kontrollraum und wir sterben alle und müssen den Kampf von vorne anfangen. Der Spieler oben vor dem Kontrollraum kümmert sich um die Adds, die entweder oben auf der Seite A oder auf der Seite C spawnen. Der lilafarbene Add versucht nämlich, im Kontrollraum den Strom abzuschalten, damit wir die Kanone im Innenraum nicht zerstören können. Sobald der Add nicht mehr zum Stromkasten rennt, kann der Spieler nach unten gehen und dort aushelfen. Wenn wir alle Codes abgearbeitet haben und der Schmelztiegel mit geschmolzenem Eisen gefüllt ist, muss der Tiegel nach vorne zur Kanone gefahren und ausgekippt werden. Der Schmelztiegel wird dabei durch 3 Barrieren blockiert, die vom Innenraumspieler zerschossen werden müssen. Sobald der Schmelztiegel ausgekippt ist, müssen sich die Spieler außen auf den Positionen zum Drücken der Wasseruhren bereit machen. Wenn der Spieler im Raum zur Wasserkanone rennt, werden die benötigten Wasseruhren gedrückt. Der Spieler im Kontrollraum gibt das Wasser für die Wasserkanone frei. Der Spieler innen bespritzt die mit Eisen übergossene Kanone mit Wasser und verhärtet dadurch das Eisen. Die Kanone ist zerstört. Nun können wir uns in die Schleusen stellen, wenn wir noch offene Türen haben. Oder wir laufen alle zur Schleuse auf B und stellen uns gemeinsam dort hinein. Von hier aus machen wir dann Boss-Damage. Wichtig ist es, nicht in den Innenraum zu laufen, sondern in der Schleuse stehen zu bleiben. Ist der Boss tot, dann müssen noch die restlichen Adds geklärt werden. Danach können wir in den Raum laufen und den Loot einsammeln.
Das war auch schon der zweite Boss, Pfizer. Wie es nun mit den beiden nächsten Passagen weitergeht und wie du an den zweiten und dritten Raid-Schlüssel herankommst, das erfährst du in meinem nächsten Video. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.